Ich habe früher schon immer mit meinem Papa in unserer Garage, das war eigentlich meine Werkstatt, und da immer schon Dinge für meine Puppen gebaut und irgendwelche kleinen Sachen. Und das hat sich so ein bisschen durchgezogen, und jetzt hier in Düsseldorf habe ich zum Glück meinen Freund kennengelernt, der gelernter Schreiner ist und ja, so ein kleines Atelier, Werkstatt hat, wo wir am Wochenende Sachen für unsere Wohnung bauen können oder irgendwelche kleinen Projekte starten und zusammen umsetzen. Ich habe mir eigentlich immer gewünscht, dass ich irgendwann mal in einer Altbauwohnung mit Dielen wohne, so ein bisschen ja, dieses klassische Altbauthema, und ja, das habe ich jetzt geschafft, würde ich sagen. Ich glaube, es gehört auch ein bisschen zu meiner Traumwohnung, dass wir den Freiraum haben, irgendwie so viel selber zu gestalten und selber umzubauen, Sachen reinzubauen und abzureißen und einfach ja, diesen Freiraum zu haben. Tim und ich wohnen jetzt seit ungefähr 4 Jahren hier. Ja, am Anfang sah es hier wirklich eigentlich schlimm aus und sehr chaotisch, und überzeugt hat mich eigentlich am Anfang eher so das Potenzial, dass ich gesehen habe, was in der Wohnung drin steckt. Aber wir haben dann, ich glaube, wirklich 4, 5 Monate hier richtig viel Arbeit und Zeit reingesteckt. Und ja, ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen, das Beste aus der Wohnung rauszuholen, was so irgendwo schon drin gesteckt hat. Und ja, das war einfach ein super schönes Projekt, das irgendwie zusammen umzusetzen und sich so ein schönes Zuhause zu schaffen. Bei der Renovierung, würde ich sagen, war die größte Herausforderung eigentlich, dass wir irgendwann einziehen mussten. Und es war ja noch gar nichts fertig. Wir hatten noch keine Küche, wir hatten noch kein fertiges Badezimmer. Wir mussten bei einer Freundin duschen gehen für, ich glaube, fast einen Monat. Und ja, also auf so einer halben Baustelle zu wohnen, war auf jeden Fall eine krasse Herausforderung. Ich freue mich immer, wenn ich Vintage-Stücke finde, die ja, irgendwie ihre eigene Geschichte mitbringen, und ja, wahrscheinlich hat niemand anderes genau das Teil, was ich irgendwie zum Beispiel auf dem Flohmarkt gefunden habe. Oder ich habe auch Sachen vom Sperrmüll einfach, die ich schön finde und denke, ja, das passt eigentlich perfekt an die Wand oder in den Flur, und sich dann so ein bisschen Sachen zusammenzufinden, die es einfach nicht so oft gibt oder ja, die schon ein Leben gelebt haben, und jetzt dann nochmal in die Wohnung zu integrieren, das ist irgendwie ein super schönes Gefühl. Tim, wie findet man dich in dieser Wohnung wieder? Wenn nicht schlechter Fernseher. Ja, auf jeden Fall. Tim ist gar nicht so involviert darin, hier irgendwie die Wohnung einzurichten. Zum Glück haben wir trotzdem einigermaßen denselben Geschmack, würde ich sagen. Ja, aber so zum Beispiel die Platten und den Plattenspieler, das kommt alles von Tim. Ich bin super glücklich mit unserer Couch, die ich neu bezogen habe. Ich habe die gebraucht gefunden, und das Leder war aber schon ja, ziemlich alt, und ich habe mir den Stoff besorgt, einen Plan gemacht, zugeschnitten und dann richtig viel Zeit damit verbracht, den Bezug zu nähen, und am Ende ist eine schöne Couch dabei rausgekommen. Zu Hause ist auf jeden Fall nur ein richtiges Zuhause mit unseren beiden Katzen, die wir beide aus dem Tierschutz adoptiert haben und die jetzt seit ja, so 3 Jahren bei uns leben. Und ohne die beiden kann ich mir auf jeden Fall nicht mehr vorstellen zu leben. Das Schöne daran, so kreativ sein zu dürfen, ist eigentlich, dass es ein Prozess ist, der auch irgendwie nicht aufhört, weil man immer wieder neue Inspirationen findet, nochmal neue Projekte, die man irgendwie umsetzen will, und ja, dass wir hier einfach in der Wohnung auch die Möglichkeit haben, das frei gestalten zu können und umsetzen zu können, und uns hier unser Zuhause so zu schaffen, wie wir es gerne wollen, ist ja einfach super schön und macht mich glücklich.